Mein Name ist Jonas Kaufmann. Ich bin gebürtiger Münchner, mittlerweile wohnhaft in Österreich. Bin Opernsänger gelernt. Das ist immer schon mein Traum gewesen und hat sich herausgestellt, dass es andere genauso schön finden wie ich. Und deshalb kann ich damit meinen Lebensunterhalt bestreiten. Es gibt sicher Phasen, in denen man nicht singt, weil man zum Beispiel stark erkältet ist und deshalb die Entzündung, die im Hals ist, nicht auf die Stimmbänder übertragen möchte. Aber der Normalzustand ist jeden Tag. Man lebt mit Musik, also man kann nicht aufhören. Also diese Melodien, die gehen einem im Kopf rum, Tag und Nacht. Ein Opernstar werden, das kann man sich gerne vornehmen, das ist nicht so leicht und es ist auch nicht so realistisch. Insofern habe ich nie davon geträumt oder gewusst gar, dass ich einmal in die erste Reihe sozusagen vorrücke in der Oper. Das ist sicherlich etwas, wo man tief im Inneren natürlich drauf hofft. Aber gewusst habe ich es eigentlich erst Jahre, nachdem es passiert ist. Weil das ist ja der nächste Punkt. Ich kann natürlich schon schauen, dass ich einmal richtig Gas gebe und alles annehme und versuche überall 130% zu geben. Aber kann ich das durchhalten? Kann ich also diese Versprechen, die ich mir da vorgelegt habe, die muss ich ja dann auch erfüllen? Ich glaube schon, dass mein Beruf eine Berufung ist. Das ist etwas, was ich von Kindesbeinen an geliebt habe. Ich habe als ganz kleiner Bub schon im Chor gesungen und immer weiter Musik und Singen in meinem Leben gehabt und wollte nie ohne das leben. Dass ich damit mein Geld verdiene, ist jetzt nicht das gewesen, was ich von Anfang an geglaubt habe. Aber man muss an sich glauben. Man muss diesen unglaublichen Willen haben, das zu versuchen. Und das ist auch etwas, was ich versuche, jungen Menschen immer wieder klarzumachen. Dass das Risiko sehr groß ist, dass man es nicht schafft. Die allerwenigsten kommen bis da oben hin. Aber wenn ich das wirklich spüre und wenn das für mich eben eine Art Berufung ist, dann muss ich das versuchen. Ich werde immer wieder gefragt, was man denn tut, wenn man plötzlich keine Stimme mehr hat, ob man die ganze Zeit in dieser Angst lebt. Natürlich will man das nicht erleben, dass die Stimme vielleicht schwächer wird, dass man plötzlich gar keine Stimme mehr hat. Das ist ähnlich wie für einen Musiker auch sein Gehör zu verlieren. Das ist sicher eine Angst, die man haben sollte. Auf der anderen Seite, wenn man viel und für seine Stimme tut und für seine Gesundheit und sich dessen bewusst ist, wie fragil das ganze System eigentlich ist, dann glaube ich, kann man davon ausgehen, dass wenn jetzt nicht irgendein Unfall oder sowas passiert, dass man da sehr lange davon profitieren kann. Es gibt ganz viele Ansätze, was man tun kann und soll. Einer der allerwichtigsten, wo sich, glaube ich, alle darauf einigen können, ist viel trinken, viel Flüssigkeit zu sich nehmen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil die Stimmbänder ja auch von Schleimhäuten überzogen sind. Und wenn diese Schleimhäute aus irgendeinem Grund nicht mehr befeuchtet genug sind, dann ist das wie Reibeisen plötzlich aneinander. Und das schadet der Stimme ganz erheblich. Man schwitzt natürlich auf der Bühne, man arbeitet sehr intensiv. Das heißt, man braucht Feuchtigkeit. Ich habe überall, wo ich daheim bin, eine Sauna stehen, mit oder ohne Dampffunktion, mit oder ohne Infrarot. Infrarot ist auch großartig, finde ich, weil es eben gerade meinen Problembereich Rücken betrifft, den einfach perfekt punktuell nochmal aufwärmt und damit lockert. Und ich muss sagen, seit ich das regelmäßig mache, höre ich immer wieder von denen, die sich dann mit meinen Rückenmuskeln beschäftigen müssen. Ist das irgendwie, arbeitest du weniger? Was ist da los? Das ist ja alles irgendwie weicher. Ich habe festgestellt, dass eben Salz etwas ist, was mir unglaublich hilft. Es ist wahrscheinlich jedem klar, dass Salz eine stark desinfizierende Wirkung hat. Eben beispielsweise, wenn man am Meer lebt, in sogenannten Reizklima geht und dort ist die Genesung gerade der Schleimhäute viel, viel schneller, weil eben diese ständige Salzluft, die man einatmet, hilft, dass die Schleimhäute sich schneller regenerieren. Oder man kann sich in ein Salzbergwerk setzen und ein Buch lesen und hoffen, dass man gesund wird. Auch das hilft natürlich. Aber das Problem ist, das Bergwerk kann man nicht mitnehmen und das Häuschen am Strand auch nicht. Und da kommt man dann zur Inhalation. Und da gibt es halt verschiedene Methoden, wie man sich sozusagen seine Meeresbrise mit nach Hause nehmen kann oder mit auf die Reisen vor allem. Und ich habe mich im Internet schlau gemacht und bin dann eben auf den Mikrosalzvernebler von Klaffs gekommen und war total begeistert, weil das ist letztlich ideal. Mir leuchtet ein, dass diese winzig kleinen Partikel, zu denen dieses Salz zerstoßen wird, sich eben überall in der Luft verteilen und dadurch auch extrem weit in die Lunge vordringen. Und ich habe das Produkt mir besorgt und das Tolle ist eben, dieses Gerät
lässt sich überall mit hinnehmen. In jeder Duschkabine oder in kleinen Gäste-WC oder wo auch immer baue ich mir sozusagen meine Kabine auf und kann das einatmen, ohne irgendwo hingehen zu müssen oder irgendeinen großen Aufwand zu betreiben. Es gibt natürlich ganz viele Sachen. Aber solange man mit natürlichen Produkten wie eben Salz einen ähnlichen oder vielleicht sogar besseren Effekt erzielen kann, verstehe ich nicht, wieso man sich auf die Pharmaindustrie verlässt, um da irgendwelche Wundermittel zu erhoffen. Aber jeder ist seines Glückes Schmied, jeder muss selber wissen, was er am besten tut, um seine Stimme und damit seine Karriere zu unterstützen. Und für mich ist es halt das.